Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive-Video auf meinem Kanal. Heute geht's mal wieder darum, denn uns steht ein Update kurz bevor, also voraussichtlich, welchen Content es eigentlich in Flive PC gibt. Das ist natürlich nicht abschließende Auflistung von 5 Millionen Sachen, aber was es so für größere Sachen gibt in Flive PC, die wir in Flive Universe nach über 2 Jahren immer noch nicht haben, also potenzielle Sachen, die in einem der nächsten Updates kommen könnten oder sogar wahrscheinlich sind, dass sie bald kommen werden, weil ja Gala bisher wirklich stark recycelt. Sie ändern zwar auch die Sachen ab, im Sinne von Restructuring, also Asria zum Beispiel, zwar die gleichen Texturen und alles, aber halt komplett neu zusammengesetzt und so. Gleiche Monster sind in der Regel, gleiche Bosse, aber in anderen Dungeons oder so. Also sie ändern zwar Sachen ab, aber die Kernthematik, Kernmonster, Kerngrafik, ja, whatever, das ist immer gleich eigentlich. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall wieder einen Blick darauf zu werfen, was man hier in Flive PC alles hat. Und was ich zuallererst sagen muss, ist irgendwie, wenn ich in Flive PC mich einlogge, es hat so einen extrem nostalgischen Touch irgendwie. Also ich kann es nicht beschreiben, aber es sieht einfach so komplett anders aus als Flive Universe. Das ist wirklich geistesgestört eigentlich. Also nur das mal vorweg. Aber ja, fangen wir am besten mit der Welt an. Neue Regionen. Das ist zwar jetzt fürs nächste Update wahrscheinlich nicht so relevant, aber ja, die Karte sieht schon komplett anders aus in Flive Universe. In Flive Universe ist die Karte nach unten erweitert mit den Premium-Gebieten oder Ex-Premium-Gebieten. In Flive PC ist sie nach oben erweitert und die Premium-Gebiete sind hier nicht abgebildet. Also Astria und Korallinsel sind hier nicht drauf. Die gibt es natürlich auch. Wurden in Flive Universe schon released, aber sind jetzt hier nicht auf der Karte. Aber ja, das größte ist der Brocken hier oben. Das ist quasi ein kompletter Kontinent nochmal, der aus verschiedenen Gebieten besteht, wo immer noch eins frei ist. Es wurde immer noch nicht hinzugefügt. Nach Bahara-Wüste kam nie wieder irgendwas, was ich echt schade finde, weil da könnte man locker ein neues Levelgebiet reinpacken, das auch Flive PC seit mehr als 2 Jahren dringend benötigt, aber kommt leider nicht. Jedenfalls, ja, wäre es schon ein großer Brocken, hier irgendwas davon mal hinzuzufügen, beziehungsweise da anzufangen. Denn wie man schon sieht, es ist wirklich monumental, wie groß das einfach ist auf der Karte. Ich meine, es ist komplett größer als Darkon 3, Darkon 1, Darkon 2. Und ja, fängt halt an hier mit Caldera. Dann haben wir den Knochenpfad, Kailun Grasland, die Bahara-Wüste und theoretisch ist so ein Filler-Gebiet. Also da allein theoretisch, wenn Flive Universe das so machen würde, ein Gebiet pro Version. Bisher haben sie es so gemacht. Astria war ein großes Update. Korallinsel war ein großes Update. Das nächste könnte entweder Ratesia sein, das fehlt hier natürlich auch. Oder Dark Ratesia, dann wären alle Premium-Gebiete mal abgehakt. Was dann noch fehlt, sind wie gesagt diese 4 Gebiete, diese 4 Open-World-Gebiete. Und theoretisch hätten wir dann noch das schwebende Schloss, was es in Flive Universe zwar auch gibt, aber aktuell hat es noch keinen Nutzen. Und dann gibt es sogar noch den Restructured oder redesignten Mars Dungeon. Den könnte man in Flive Universe auch hinzufügen. Wieder, wie gesagt, mit neuen Texturen, das halt anders aussieht als der normale Mars Dungeon. Also Mars Dungeon, zweiter Floor oder whatever, könnte man auch hinzufügen. Also wir haben noch sehr, sehr viel Potenzial, was einfach nur die reinen Gebiete angeht. Also in Flive Universe weiterhin im System fährt, was ich gerade angefangen habe zu erklären, ein Gebiet, das sie halt komplett neu designen und so weiter, umstrukturieren, Level verändern, Bosse hinzufügen, Dungeons, whatever. Dann hätten wir noch, wie gesagt, Ratesia 1, Dark Ratesia 2, Caldera 3, Knochenpfad 4, Kailun Grasland 5, Bahara-Wüste 6 und theoretisch schwebendes Schloss 7, Mars Dungeon 8, also noch 8 mögliche Updates mit Levelerweiterungen, mit neuen Klassen, mit neuem Equipment, neuen Systemen, die sie theoretisch noch machen könnten. Und bisher hat Flive Universe so einen Rhythmus von 2 Updates pro Jahr, also 2 sehr große Updates pro Jahr. Und ja, das wären dann noch so die nächsten 4 bis im schlimmsten Fall sogar 8 Jahre. Also davon könnten sie noch eine Menge zehren, wenn sie weiterhin quasi immer nur eines dieser Gebiete oder diese gerade genannten Beispiele pro großem Update sich annehmen und wie gesagt neu machen sozusagen mit den bestehenden Texturen und so weiter. Also da könnten sie noch ewig von zehren, kann man wirklich sagen. Aber so viel mal zu den Gebieten. Ja, dann bei der Flive PC-Karte ist tatsächlich ein bisschen blöd. Ich kann nicht richtig ranzoomen. Aber egal, ich zeige es euch einfach mit dem Mauszeiger. Dann haben wir Dungeons. Also Wilds ist ja quasi Tramnook, das wurde hinzugefügt. Gibt es in Flive PC natürlich 2-mal, immer die Non-Master- und Master-Variante. Dieses System sehe ich jetzt in Flive Universe aktuell gar nicht, weil das ganze Dungeon-System von diesen Party-Dungeon oder Instanz-Dungeons, das wurde ja komplett reinvented sozusagen, also komplett neu erfunden.
Und ja, das würde einfach keinen Sinn ergeben. Also, dass es hier Master- und Non-Master-Dungeons gibt, das würde ich jetzt sagen, ignorieren wir einfach mal. Dieses System wird es im Fly Universe wahrscheinlich so schnell nicht geben. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man es irgendwann vielleicht mal hinzufügt, dass man sagt, okay, gewisse Dungeons, keine Ahnung, muss man sich irgendwie auch für qualifizieren. Jetzt nicht unbedingt über ein Master-System, sondern über irgendwas anderes, die dann auch mal eine besondere Schwierigkeit haben. Grundsätzlich der gleiche Dungeon sind vielleicht. Also, wie gesagt, einfach mit diesen Schwierigkeitsgraden, die es in Fly Universe gibt. Das kann man sich gut vorstellen. Aber ja, das aktuelle System von FlyFPC definitiv nicht. Dann gäbe es hier den Queen's Dungeon. Das ist quasi ja im Endeffekt das gleiche wie Envy Deft, nur halt mit einem anderen Boss und mit anderen Monstern, also nichts Spektakuläres. Und da gibt es natürlich dann die Queen Antinous Waffen, komplett neue Waffenserie gegenüber den Korallwaffen oder Hernes-Waffen, je nachdem. Dann Korall Dungeon, den gibt es ja sozusagen in einer neu gemachten Version mit den gleichen Monstern, dem gleichen Endboss. Also den haben wir auch, also Tramlok und Hernes. Die beiden Dungeons haben wir. Check. Queens würde noch fehlen. Und dann würde auch noch der Royal Dungeon fehlen mit diesem klassischen Doppelsystem. Genauso wie Aminoscripta in Caldera. Non-Master, Master, wie gesagt, beides. Würde da auch noch fehlen. Also all diese Sachen hier hätten wir nochmal 3 Dungeons. Also Queen Antinous könnte man theoretisch, I guess, in Ratesia platzieren. Royal könnte man in Dark Ratesia platzieren. In Caldera könnte man wieder die Aminoscripta platzieren. Also wie gesagt, das würde auch wirklich so Hand in Hand zu den Updates passen. Also leider muss man wirklich sagen, könnten sie das 1:1 weiter so durchziehen. Weil bisher haben sie es ja so gemacht, dass sie quasi, gut, Hernes in Anführungszeichen, also Envy Defts haben sie einfach in Darkon platziert. Gut, passt. Aber jetzt zum Beispiel Tramnok haben sie ja in Coral Island platziert. Als Wilds. Und das heißt, Queen und Royal wären halt so Dungeons, die halt nirgendwo wirklich dazugehören. Das heißt, die könnte man auch bei einer neuen Levelerweiterung, wie gesagt, wenn irgendwo ein neuer Kontinent zufügt, einfach auf diesen Kontinent schmeißen, weil sie bisher sowieso so staatenlos sind, mehr oder weniger. Also kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass sie das genauso machen werden. Genau. Und dann, wie gesagt, die Aminoscripta gibt es noch. Im Knochenpfad gibt es den Crystal Dungeon. Gut, der würde wahrscheinlich im Knochenpfad bleiben, weil er von den Monsterarten und so her ganz gut da reinpasst. In Skyl und Grasland genauso der Behemoth-Tempel. Gut, hier kann ich vielleicht mal die regionalen Maps machen, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Genau, also Knochenpfad ist hier das Crystal-Labyrinth. Und im Skyl und Grasland wäre es hier der Tempel des Behemoths. Also ich denke mal, das würde wohl so bleiben. Natürlich würde es komplett umgestaltet werden. Also ganz ehrlich, das Grasland, ja, also das ist wirklich etwas, das fand ich immer geil. Ich fand es immer recht langweilig, weil es halt, naja, es ist halt so Grasland, so steppenmäßig. Also I guess so afrikanische Steppe war da vielleicht so ein bisschen das Vorbild. Es ist halt basically einfach komplett flach und extrem langweilig, weil es so unabwechslungsreich ist. Aber wenn man das nochmal redesignt, also ich finde die Grundidee von dem Gebiet ist hammergeil und ich finde es auch eigentlich echt cool. Ich habe da tatsächlich auch relativ lange gefarmt mal, als ich neu in dem Levelbereich war, wo ich das erste Mal hier Zeit verbracht habe sozusagen. Und das war eigentlich echt geil, muss ich sagen. Und wenn man das nochmal redesignt, größer macht, ja, mit ein bisschen mehr Abwechslung rein und so, das sehe ich richtig. Der Knochenpfad ist auch cool, aber der ist ein bisschen langweilig, weil alles exakt gleich aussieht irgendwie. Also gefühlt ist es egal, wo du bist, das sieht alles irgendwie gleich aus. Das ist ein bisschen langweilig im Vergleich dazu. Caldera, by the way, ebenfalls so ähnlich wie das Grasland, eigentlich ein Top-Gebiet. Nur halt ein bisschen veraltet. Also wenn man das auch nochmal ein bisschen aufarbeitet, restrukturiert und so weiter, könnte das auch nochmal richtig geil werden. Und mit den ganzen Dungeons und so weiter, die passen da eh ganz gut. Und bei Hara-Wüste ist das einzige Problem, also ich meine, es ist halt eine Wüste, die wirklich abwechslungsreich und spannend zu machen, ist schwierig. Ja, also das, kann man nicht so viel anders machen wahrscheinlich. Das einzige Problem, was hier tatsächlich besteht, ist, dass die Kaigas ja tatsächlich in einen PvP-Boss umgewandelt haben. Beziehungsweise in Kaigas Assault gibt es jetzt ja diesen neuen Spielmodus. PvP versus PvE, diese Realm Battles, die nicht so gut ankommen bei der Community, weil sie noch sehr viele Schwachstellen haben. Muss noch dran gearbeitet werden, muss noch ein bisschen verbessert werden. Aber hier sehe ich tatsächlich das Problem. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch kein Problem, keine Ahnung. Und wenn sie es wirklich der Reihe nach machen würden, würde die Bahara-Wüste sowieso frühestens wie ich vorhin schon gesagt, wahrscheinlich 4 bis 8 Jahren kommen in Fly Universe, wenn sie ungefähr den gleichen Update-Zyklus oder Rhythmus beibehalten. Aber theoretisch wäre es halt komisch, wenn du so einen Boss hast, den du so aus dem PvE-PvP-Modus kennst und dann gibt es plötzlich so einen Main-Dungeon, wo es so das neueste, krasseste Equipment gibt und so, wo dann plötzlich der gleiche Boss drin ist. Also, keine Ahnung, für mich ist das irgendwie weird, aber grundsätzlich, naja. Was ich jetzt auch noch nicht erwähnt habe in den neuen Gebieten, die vielleicht viele Leute von euch auch nicht so gut kennen, ab dem
Knochenpfad ist, es gibt World-Bosse. Das gibt es ja in Flive Universe tatsächlich gar nicht. Weltbosse, die einfach random rumlaufen, also keine Giants, sondern wirklich Bosse, die auch wirklich extrem viel AP haben und extrem stark sind. Also im Endeffekt so wie Dungeon-Bosse, nur dass du halt nicht den kompletten Dungeon vorher clearen musst, sondern die laufen einfach rum. Das System hat angefangen mit dem Knochenpfad. Da gibt es hier in der Knochengrube den Principales, den World-Boss vom Knochenpfad, wie gesagt. Das ist den gibt es tatsächlich auch schon in Flive Universe aus dem Guardian Sanctuary Dungeon. Da wurde der reverwendet, also da wurde sein Skin wurde sozusagen, oder das Monster selbst wurde in den Dungeon platziert, aber eigentlich ist das ein World-Boss aus dem Knochenpfad, aus der Knochengrube. Und dieses System fand ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Müsste man natürlich auch mal überarbeiten, vielleicht von den Drops und so weiter. Und generell vom Prinzip her, dass das halt nicht Party-basiert, sondern wirklich World-basiert ist, dass jeder da hingehen kann und mitkämpfen kann. Dass da nicht einzelne Gilden oder Partys oder Freunde sich da den World-Boss immer abcampen und dann kein anderer was davon hat. Also das müsste man natürlich irgendwie gucken, dass das ein bisschen besser gestaltet ist. Dann gibt es in Grasland auch einen World-Boss, den Baga. Das ist so ein riesiger Magier, so ein Lykan-Magier. Der ist immer hier. No-Name-Gebiet sozusagen. Und in der Bahara-Wüste ist es der Basilisk im Basiliskennest. Passender Name, ist auch so eine riesige Statue von ihm, ist so eine kleine Oase. Da läuft dann so ein Dinosaurier rum. So eine Mutation zwischen Bisaflor und so einem, keine Ahnung, Stegosaurus oder sowas. Genau. Ja, aber dieses World-Boss-System, das wäre halt auch was. Das heißt, was haben wir bis jetzt schon? Unendlich viele verschiedene neue Regionen, die sie hinzufügen könnten. Und ich schwöre auf alles, die werden niemals alle zeitgleich hinzufügen. Also keiner kann mir unironisch sagen, dass er denkt, dass Caldera, Knochenpfad, Grasland, Bahara-Wüste, alles irgendwie in einem Update kommt oder so. Also die bisherige Vergangenheit von Flive Universe zeigt, sie adden alles einzeln. Und ich gehe stark davon aus, dass sie das weiterhin so machen werden. Weil so können sie einerseits sich viel Zeit nehmen, um einzelne Gebiete zu verbessern. Weil wenn sie jetzt zum Beispiel 4 Gebiete auf einmal releasen würden, könnten sie nicht so viel Zeit reinstecken, jedes Gebiet einzeln sich anzugucken, größer zu machen, strukturell zu verändern. Also mit besseren Texturen, anderen Texturen, anders anordnen, anders designen, die Spieler lenken und so weiter und so fort. Also da würde dann wahrscheinlich viel Feinarbeit drauf gehen. Und das kostet halt viel Zeit. Also 4 Gebiete auf einmal würde dann entsprechend viel schlechter werden. Also würde dann wahrscheinlich 1:1 so released werden, wie es jetzt ist, was halt langweilig wäre für die Leute, die es schon kennen. Deswegen gehe ich stark davon aus, diese Gebiete werden auf jeden Fall so beibehalten werden. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann bei den Dungeons, dass sie ja da vielleicht so hier und da so einen Curveball schlagen. Zum Beispiel, dass sie jetzt theoretisch als nächstes Ratesia releasen und in Ratesia gibt es plötzlich einfach den Aminos Dungeon oder so mit Ancient-Waffen und Vampire-Waffen. Könnte theoretisch sein, denke ich jetzt eher nicht. Also ich denke, bei den Gebieten ist es relativ wahrscheinlich, dass die mit ihren jeweiligen Dungeons bleiben, weil die halt schon so gekoppelt sind irgendwie. Die beiden mehr oder weniger herrenlosen Dungeons, die noch übrig sind, sind eigentlich Queens und Royal. Ich denke vor allem die beiden werden halt mit den anderen beiden Premium-Gebieten, falls die überhaupt so kommen, verknüpft werden. Aber es ist auf jeden Fall spannend, wie viel es da einfach noch gibt. Also man sieht es allein von den Gebieten her, wie gesagt, noch jahrelanger Content, fast ein Jahrzehnt lang könnte man damit noch Content machen. Also ja, leider recycelter Content natürlich, aber wir reden hier halt von Flive. Wir haben bisher fast nur recycelten Content bekommen, das kann man nicht schönreden. Ich sage ja auch nicht, dass was Negatives ist, es ist einfach eine Tatsache. Es hat überhaupt keine Wertung im Endeffekt. Und man muss es halt einfach akzeptieren. Ja, es ist einfach so, es macht auch Sinn, weil ich meine, warum komplett neue Sachen, also aus einer unternehmerischen, ökonomischen Sicht, warum komplett neue Sachen installieren oder kreieren, wenn du noch so viele Sachen hast, die bereits existieren, wo du sie nur aufarbeiten, bearbeiten, verfeinern musst. Also es macht einfach total Sinn. Und das waren jetzt im Endeffekt alles so Sachen im Schnelldurchlauf. Ich kann euch jetzt natürlich nicht alles im Detail zeigen, das würde viel zu lange dauern. Es würde ein gefühlt 2-stündiges Video werden. Aber ja, das alles gibt es noch. Natürlich gibt es da noch viele kleine Systeme. So das neueste System, was vielleicht viele Leute noch nicht kennen, das kann ich euch auch noch mal zeigen, ist hier das Talisman-System. In Flive Universe gibt es tatsächlich, das ist der einzige Unterschied zu Flive PC, diese beiden Character-Equipment-Slots nicht. Und zwar diese beiden Talismane. Und das ist das neueste Update, oder im neuesten Update von Flive PC wurde das introduced in V23. Und das ist, im Endeffekt kann man sich das vorstellen wie so zusätzlicher Schmuck. Ja, es ist ja auch beim Schmuck angesiedelt. Heißt natürlich nicht Schmuck, es heißt Talisman. Aber vom Prinzip her sind es einfach 2 weitere Schmuckteile, die man hier anziehen kann. Da gibt es auch Set-Effekte dann, die teilweise sogar richtig krass sind. Jetzt gerade läuft zum Beispiel ein Event, wo man sich zeitlich begrenzte Talismane besorgen kann, die einen richtig krassen Set-Effekt haben.
Und das finde ich zum Beispiel auch ganz cool, aber ich denke, bevor wir neues, also komplett neues Equipment sozusagen in Fly Universe bekommen, ja, werden sie wahrscheinlich eher irgendwas anderes machen. Aber das wäre jetzt zum Beispiel auch so was komplett Neues, was viele Leute wahrscheinlich auch noch nie gehört haben und auch gar nicht kennen. Was theoretisch auch jederzeit zu Fly Universe kommen könnte. Ansonsten wären da natürlich noch so Sachen wie die Erweckungen. Gut, ich denke, da sind viele Leute der Meinung, dass es gut ist, dass es das nicht gibt. Man muss auch ganz ehrlich sagen, also grundsätzlich sind Erweckungen halt echt OG, weil die gab es ja wirklich eigentlich schon extrem lange. Also wann wurden Erweckungen hinzugefügt? Das war eins der ersten größeren Updates, die man so als Kind mitbekommen hat damals, dass plötzlich Erweckungen da waren und so. Also gehört schon irgendwie zu Flyve dazu. Aber ich bin auch der Meinung, dass es eigentlich gut ist, dass sie nicht da sind, weil es schon extrem Pay-to-Win ist. Also Erweckungen in Flyve PC sind geistesgestört Pay-to-Win. Und ja, ich weiß nicht, ob das Spiel dadurch wirklich besser werden würde. Es hat natürlich irgendwo auch seinen Nostalgiefaktor, wie gerade schon gesagt. Aber wenn das halt mit Pay-to-Win dann immer nur ist, dann ja, profitieren halt eine Gruppe von Spielern profitiert sehr stark und eine andere Gruppe von Spielern profitiert eigentlich überhaupt nicht. Von dem her muss man da auch immer vorsichtig sein, was man sich wünscht. Dann gibt es natürlich noch so klassische Sachen wie einfach CS-Sets mit unterschiedlichen Effekten, nicht nur Geschwindigkeit und natürlich auch Set-Effekten. Das ist ganz klar. Aber jetzt verfallen wir schon in so Detailfragen, so was gibt es da so für Unterschiede, was da für Unterschiede. Das ist jetzt eigentlich das, was ich eigentlich nicht machen wollte, über alles so einmal drüber gehen. Aber ja, das sind einfach so grundsätzlich so Sachen, die man hier noch so ansprechen kann. Ja, Beats beim CS-Pad, das ist noch so eine Sache, so kleine Buff-Items, aber wie gesagt, das sind jetzt zu detaillierte Sachen. Ich wollte eigentlich mehr so diesen gröberen Überblick über die ganzen Sachen, die makromäßig kommen könnten, also neue Gebiete, neue Dungeons, eventuell neues Equipment, solche Sachen reden. Das Einzige, was man halt schon relativ sicher weiß, ist, dass alles, was wir jetzt in diesem Video besprochen haben, eigentlich wahrscheinlich nicht kommen wird tatsächlich, weil sie haben ja schon angekündigt, das nächste Update wird eher so ein, also sie haben es nicht direkt gesagt, dass es ein kleines Update ist oder so, also sie haben ja gesagt, es kommt ein neuer PvP-Modus, Änderungen oder Neuerungen beim Regenbogenrennen, leichte Anpassungen eventuell von sowas, also weiß man jetzt nicht, ob es im nächsten Update kommt, aber leichte Anpassungen vom Ultimate-Waffensystem, dass man zum Beispiel da auch dann, wie heißt es nochmal, Piercings reinmachen kann. Also zum Beispiel kann ein Diamond in meine Waffe setzen und dann hat die Waffe plus 5 STR zum Beispiel oder plus 15 STR. Also meine Waffe zusätzlich verstärken, meine Ultimate-Waffe. Also das sind alles so, ja, Kleinigkeiten, muss man einfach sagen, wie es ist. Es sind keine Level-Erweiterungen, es ist keine neue Klasse, es ist kein neuer Dungeon, es ist kein neuer richtiger Content. Es ist nur so eine Erweiterung von bereits bestehenden Sachen, kleine Hinzufügungen. Also ist sehr unwahrscheinlich, dass jetzt irgendwas von diesen größeren Sachen kommt. Aber falls doch, haben wir sie auf jeden Fall jetzt schon mal so grob angeguckt. Also die Sachen, die dann kommen könnten, wären auf jeden Fall keine kompletten Fremdkörper. Erstens, weil man sie schon kennen sollte von Flyve PC früher. Oder spätestens jetzt habt ihr zumindest schon mal davon gehört. Vielleicht könnt ihr euch nicht zu viel drunter vorstellen, aber zumindest habt ihr es schon mal gehört. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen und mich würde auf jeden Fall interessieren, was würdet ihr euch als nächstes wünschen? Also welches Gebiet zum Beispiel, welcher Dungeon, welchen Content, zum Beispiel Erweckungen. Also es kann alles Mögliche sein, auch Sachen, die ich jetzt in diesem Video überhaupt nicht erwähnt habe. Kann alles Mögliche sein. Lasst es mich einfach wissen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Flyve Universe oder Flyve PC Video. Gerne auch im Livestream vorbeigucken. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Und bis dahin sage ich, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.